Willkommen zusammen. Heute möchte ich, dass du mit allem aufhörst, was du gerade tust, dich hinsetzt, für einen Moment die Augen schließt, tief durchatmest und dir diese einfache Frage stellst. Lebe ich wirklich oder existiere ich nur? Jeder möchte die Welt bereisen. Sie möchten ihr Traumauto. Sie möchten Freiheit, Geld, einen friedlichen Geist, Liebe, Respekt, Glück, ein Unternehmen, das sie ihr eigenes nennen können, eine Beziehung, die sie lebendig fühlen lässt, ein Leben, das sich lebenswert anfühlt. Aber meine Frage ist diese: Was tust du heute, um all das zu bekommen? Was tust du genau jetzt, um das Leben zu erschaffen, von dem du immer träumst? Scrollst du immer noch endlos durch soziale Medien? Schaust du immer noch zufällige Videos an und verschwendest Zeit? Findest du immer noch Ausreden dafür, warum du nicht anfangen kannst? Schläfst du immer noch spät? Hast du immer noch Angst vor dem Scheitern? Hoffst du immer noch, dass sich die Dinge auf magische Weise ändern werden? Hör mir genau zu, dieses Leben ist real. Diese Welt ist real. Aber deine Zeit ist begrenzt. Du bekommst kein zweites Leben. Du bekommst keine zweite Chance. Du wirst nicht noch einmal geboren, um es noch einmal zu versuchen. Das ist es. Das ist dein Leben. Genau jetzt, heute, in diesem Moment. In diesem Video werde ich dir etwas sagen, das dir vorher niemand gesagt hat. Ich bin nicht hier, um dich mit falschen Worten zu motivieren. Ich bin hier, um dir einen Spiegel zu geben, damit du die Wahrheit sehen kannst. Damit du aus dem Schlaf aufwachst, von dem du nicht einmal wusstest, dass du darin warst. Du möchtest dein Leben verändern. Du möchtest besser Deutsch sprechen. Du möchtest mehr Geld verdienen. Du möchtest selbstbewusst, stark, erfolgreich und unaufhaltsam werden. Dann schau dieses Video nicht einfach nur an. Fühle es. Höre mit deiner Seele zu. Höre mit Schmerz zu. Höre zu, als würde dein Leben davon abhängen, denn das tut es. Und wenn du mehr Videos wie dieses möchtest, echte Worte, keine beschönigten Lügen, dann abonniere diesen Kanal genau jetzt. Wir bringen jedes Mal etwas Neues und Nützliches. Wir helfen dir nicht nur dabei, dein Deutsch zu verbessern. Wir helfen dir dabei, dein Leben zu verändern. Also fangen wir an. Lass uns lernen, wie man dieses eine kostbare Leben, das man bekommen hat, nicht verschwendet. Lektion 1: Zeit ist dein Leben. Töte sie nicht. Lass mich dir die Wahrheit sagen. Du tötest nicht die Zeit. Die Zeit tötet dich. Jedes Mal, wenn du sagst, ich mache es morgen. Jedes Mal, wenn du noch eine Stunde damit verbringst, durch Instagram zu scrollen. Jedes Mal, wenn du auf die Schlummertaste deines Weckers drückst und wieder einschläfst. Dann verschwendest du nicht nur Zeit. Du zerstörst Teile deines Lebens. Denn deine Zeit ist dein Leben. Du spürst es heute nicht, aber langsam bewegt sich das Leben weiter. Jede Sekunde vergeht. Du wirst älter. Deine Energie nimmt ab, deine Eltern werden älter, deine Träume warten. Aber wie lange noch? Lass mich dich fragen. Was hast du gestern getan? Was hast du vorgestern getan? Und was planst du morgen zu tun? Immer noch nichts? Immer noch dasselbe? Wartest du immer noch auf irgendwann? Dieses Irgendwann wird niemals kommen. Es ist eine Lüge. Deine Träume interessieren sich nicht für deine Ausreden. Die Welt interessiert sich nicht für deine Gründe. Nur deine Ergebnisse zählen. Lösung: Beginne damit, deine Stunden wie Gold zu schätzen. Schreibe deinen Tagesplan auf. Konzentriere dich auf eine Sache, die dein Leben voranbringen wird. Reduziere jeden Tag eine Stunde soziale Medien. Nutze diese Zeit zum Lesen, Lernen oder Wachsen. Zeit ist nur dann dein Freund, wenn du sie respektierst. Andernfalls wird sie dein größter Feind. Lektion 2:
Hör auf, anderen die Schuld zu geben und fang an aufzubauen. Dein Leben ist deine Verantwortung, nicht deine Eltern, nicht deine Freunde, nicht dein Chef, nicht deine Regierung. Du, nur du. Menschen verschwenden Jahre damit, darüber zu weinen, was sie nicht bekommen haben. Ich bin nicht auf eine gute Schule gegangen. Meine Familie unterstützt mich nicht. Ich habe das Geld nicht. Ich habe keine Zeit. Ich habe kein Talent. Ausreden. 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 Weißt du, wer im Leben gewinnt? Die Person, die sagt, es ist mir egal, was ich nicht bekommen habe. Ich werde aus dem Nichts etwas erschaffen. Schau dich um. Viele der mächtigsten Menschen dieser Welt hatten nichts. Kein Geld, keine Unterstützung, keine Anleitung. Aber sie hatten eine Sache: Hunger, Feuer, die Entscheidung, alles zu verändern. Beispiel: Denk an jemanden wie Oprah Winfrey, in Armut geboren, als Kind misshandelt. Heute eine Milliardärin und eine der angesehensten Personen der Welt. Sie saß nicht da und weinte. Sie gab niemandem die Schuld. Sie baute auf. Lösung: Akzeptiere deine Geschichte, aber sei kein Opfer. Sage das jeden Tag. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Schreibe deine Probleme auf Papier. Dann schreibe für jedes Problem eine Lösung auf und handle. Egal wie klein der Schritt ist, du bist nicht schwach. Du hast kein Pech. Du nutzt nur deine Kraft nicht. Lektion 3. Deine Komfortzone ist eine Falle. Entkomme ihr. Jetzt wachst du auf, schaust auf dein Handy, isst etwas, schaust Videos, scrollst durch Instagram, lernst vielleicht ein bisschen, schläfst wieder ein, wiederholst alles. Es fühlt sich einfach an. Es fühlt sich entspannend an. Aber weißt du, was passiert? Du stirbst langsam von innen heraus. Deine Komfortzone tötet still deine Träume, weil es kein Wachstum in der Komfortzone gibt. Jeder Erfolg lebt außerhalb von ihr. Du möchtest fließend Deutsch sprechen, dann sprich. Auch wenn du 100 Fehler machst. Du möchtest ein Unternehmen gründen, dann fang an, auch wenn du die ersten 10 Male scheiterst. Aber die meisten Menschen fangen niemals an. Warum? Weil sie Angst davor haben, sich unwohl zu fühlen. Sie haben Angst vor dem Scheitern, Angst vor Peinlichkeit, Angst davor, dass Menschen lachen. Lass sie lachen, lass sie an dir zweifeln, aber du gehst weiter. Beispiel: Stell dir einen Samen vor. Wenn er unter der Erde bleibt, wird er niemals ein Baum. Er muss durch den Boden brechen, der Sonne begegnen, dem Wind begegnen. Erst dann wird er etwas Kraftvolles. Du bist genauso. Lösung: Tu jeden Tag etwas Unangenehmes. Sprich Deutsch, auch wenn du Angst hast. Melde dich für diesen Kurs an. Bewirb dich für diesen Job. Veröffentliche dieses Video Scheitere mit Stolz. Scheitere laut. Aber scheitere nach vorn, denn nichts Großartiges entstand jemals daraus, sicher zu bleiben. Lektion 4. Ich mache es später ist die größte Lüge, die du dir selbst erzählst. Lass mich brutal ehrlich zu dir sein. Wenn du jemand bist, der ständig sagt, ich mache es später, dann verstehe diese Wahrheit. Du belügst dich selbst. Und je mehr du lügst, desto mehr zerstörst du dein eigenes Leben. Still, langsam und dauerhaft. Ich mache es später ist die Stimme der Faulheit. Es ist die Stimme der Angst. Es ist die Stimme deines schwächeren Ichs, das versucht, dich zu fangen. Es bedeutet nicht, ich werde es später machen. Es bedeutet eigentlich, ich will es überhaupt nicht machen. Schau dich um. Die Menschen, die im Leben gewinnen, sind nicht diejenigen, die später sagen. Sie sind diejenigen, die jetzt sagen. Genau jetzt. In dieser Sekunde. Sie handeln, auch wenn sie nicht bereit sind. Auch wenn sie Angst haben, handeln sie, weil sie wissen, dass später zu niemals wird.
Du sagst ständig, dass du Deutsch lernen möchtest, dann tu es jetzt. Du sagst ständig, dass du trainieren wirst, einen Nebenverdienst starten wirst, ein Buch lesen wirst, deinen Schlaf verbessern wirst, meditieren wirst. Und wann kommt dieses später? Nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr? Die Zeit ist nicht dein Sklave. Sie wartet nicht auf dich. Du bekommst keine Nachricht, die sagt, dass deine Zeit vorbei ist. Sie endet einfach. Und dir bleibt eine Sache: Reue, der schlimmste Schmerz auf dieser Welt. Beispiel: Du wolltest vor 2 Jahren diesen YouTube-Kanal starten. Du hast es nicht getan. Warum? Wegen Angst, weil du später gesagt hast: Jetzt macht es jemand anderes. Jemand anderes hat deinen Traum. Und du sitzt da und schaust seine Videos und denkst, das hätte ich sein können. Lösung: Stell einen Timer, 10 Minuten. Was auch immer es ist, fang jetzt damit an. Hör auf, zu viel nachzudenken. Sag dir selbst das. Wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es wahrscheinlich niemals machen. Und fang einfach an. Nicht perfekt. Fang einfach an. Eine Handlung jetzt ist besser als 100 perfekte Pläne für später. Lektion 5. Hör auf zu denken. Fang an zu handeln. Dein Verstand ist dein bester Freund und dein schlimmster Feind. Und für die meisten Menschen heute ist ihr Verstand ihr Käfig. Warum? Weil sie zu viel denken und nichts tun. Du möchtest ein Unternehmen gründen. Du denkst monatelang darüber nach. Du möchtest Deutsch sprechen. Du denkst über das Sprechen nach, schaust Videos, machst Notizen, aber sprichst niemals. Du möchtest ins Fitnessstudio gehen. Du planst die Routine, kaufst die Kleidung, lädst die App herunter, aber gehst niemals wirklich hin. Zu viel Nachdenken zerstört dein Leben. Du denkst so viel, dass du müde wirst, bevor du überhaupt anfängst. Du stellst dir das Scheitern vor, bevor du es überhaupt versuchst. Du schreibst die Geschichte der Niederlage, bevor du überhaupt das Spiel spielst. Und deshalb bleibst du feststecken. Denken ist wichtig, aber nur für kurze Zeit. Danach wird es zu Angst und Angst ist ein Lügner. Du musst nicht alles wissen, um anzufangen. Du musst einfach anfangen. Du möchtest dein Deutsch verbessern. Schau nicht nur Motivationsvideos, fang an zu sprechen, fang an zu schreiben, fang an, jeden Tag zuzuhören. Sprich vor dem Spiegel, nimm deine Stimme auf, mach Fehler. Du brauchst keine Erlaubnis, du brauchst kein perfektes Deutsch. Du musst es einfach tun. Beispiel: Stell dir einen Mann vor, der schwimmen lernen möchte. Er liest Bücher über das Schwimmen, er schaut 50 Videos an, er kauft den besten Badeanzug und er spricht mit Schwimmern, aber er springt niemals ins Wasser. Wird er es jemals lernen? Nein. Du machst dasselbe mit deinen Träumen. Lösung: Denke 10 Minuten lang nach, dann handle die nächsten 10 Stunden. Baue Schwung auf, lass Handeln zu deiner Gewohnheit werden. Schalte deinen Verstand aus und lass deine Hände sich bewegen. Lass deine Beine sich bewegen. Lass dein Leben sich bewegen. Denn Erfolg kommt nicht vom Denken, er kommt vom Handeln. Lektion 6. Sei dieser Typ, nicht der Faule. Nicht der, der sich beschwert, nicht der, der immer aufgibt. Sei der Typ, der das tut, was andere nicht tun. Sei der Typ, der früh aufsteht, wenn andere schlafen. Der lernt, wenn andere feiern. Der spricht, wenn andere Angst haben. Der glaubt, wenn andere lachen. Der weitermacht, wenn andere aufgeben. Sei der Typ, der inspiriert, ohne ein Wort zu sagen. Nicht jeder wird an dich glauben. Das ist okay. Nicht jeder wird dich unterstützen. Das ist okay. Du unterstützt dich selbst. Du glaubst an dich selbst. Menschen werden an dir zweifeln. Sie werden sagen, dass du dich verändert hast.
Lass sie. Du bist nicht hier, um derselbe zu bleiben. Du bist hier, um zu wachsen, dich weiterzuentwickeln, der Mann zu werden, der keine Bestätigung braucht, weil sein Erfolg für ihn spricht. In jeder Familie, in jeder Gruppe von Freunden gibt es immer diese eine Person, die etwas Großes wird, diejenige, die allen das Gegenteil beweist. Warum nicht du? Warum denkst du, dass Erfolg jemand anderem gehört? Warum nicht du? Sei dieser Typ. Lösung. Frage dich jeden Morgen, was würde ein disziplinierter Mann heute tun? Dann tu das. Kleide dich wie Erfolg. Sprich wie Erfolg. Gehe wie Erfolg. Erzähle den Menschen nicht von deinen Plänen. Zeige ihnen Ergebnisse. Sei dieser Typ, über den die Menschen Jahre später sprechen, weil du alles verändert hast. Lektion 7. Du gegen dich. Dein größter Feind ist nicht draußen. Es ist nicht dein Freund, nicht deine Familie, nicht dein Job, nicht dein Handy. Du bist es. Es ist der Teil von dir, der dir sagt, aufzuhören. Der Teil, der sagt, ich bin müde. Der Teil, der sagt, es ist okay, durchschnittlich zu sein. Der Teil, der sagt, lass uns einfach entspannen. Diese Version von dir ist der Feind und du musst jeden einzelnen Tag gegen ihn kämpfen, du gegen dich. Das ist die echte Schlacht. Das faule Du gegen das ehrgeizige Du. Das ängstliche Du gegen das mutige Du. Das schläfrige Du gegen das hungrige Du. Die Version von dir, die sicher bleiben will, gegen die Version von dir, die die Welt verändern will. Jeden Tag wachst du mit einer Entscheidung auf. Wer wird heute gewinnen? Wird es der Typ sein, der 3 Stunden lang scrollt? Oder der Typ, der 10 Seiten eines Buches liest? Wird es der Typ sein, der um 2 Uhr morgens nutzlose Videos schaut? Oder der Typ, der sein Unternehmen und seine Zukunft aufbaut? Niemand kann das beantworten außer dir. Stell dir 2 Wölfe in dir vor. Einer ist faul, negativ und voller Zweifel. Der andere ist stark, selbstbewusst und hungrig. Weißt du, welcher stärker wird? Der, den du fütterst. Lösung: Töte deine faulen Gewohnheiten. Verfolge deinen Tag. Jedes Mal, wenn du Wachstum wählst, schreibe es auf. Jedes Mal, wenn du gegen die schwache Version von dir gewinnst, feiere es langsam. Deine Identität wird sich verändern. Das ist kein Spiel, das ist Krieg. Und es ist du gegen dich. Lektion 8. Arbeite an deiner Willenskraft. Wenn du deine Willenskraft nicht trainierst, werden deine Gefühle dein Leben kontrollieren. Und lass mich dir etwas sagen. Gefühle sind Lügner. Du hast keine Lust, früh aufzustehen. Du hast keine Lust, zu trainieren. Du hast keine Lust, heute Deutsch zu lernen. Du hast keine Lust, deinen Träumen nachzujagen. Dann herzlichen Glückwunsch. Du hast gerade deine gesamte Zukunft deiner Stimmung überlassen. Lass mich dir etwas Ernstes fragen. Möchtest du ein starkes Leben aufbauen oder möchtest du deinen Gefühlen folgen wie ein kleines Kind? Willenskraft bedeutet, das Richtige zu tun, auch wenn du keine Lust dazu hast. Selbst wenn dein Körper Nein sagt, stehst du auf und sagst Ja. Selbst wenn dein Verstand schreit, ich kann nicht, flüstert deine Seele, warte nur ab. Menschen, die im Leben erfolgreich sind nicht diejenigen, die immer motiviert sind. Es sind diejenigen, die diszipliniert sind. Die erscheinen, auch wenn sie müde sind, pleite sind, ein gebrochenes Herz haben, Angst haben oder besiegt wurden. Denn sie haben etwas, das du noch nicht hast. Willenskraft. Und die Wahrheit ist, Willenskraft ist wie ein Muskel. Je mehr du sie trainierst, desto stärker wird sie. Nehmen wir an, du möchtest nach 22 Uhr aufhören, dein Handy zu benutzen. Am Anfang wirst du scheitern. Du wirst es öffnen. Du wirst scrollen. Aber wenn du es jede Nacht weiter versuchst, es ausschaltest, es in einen anderen Raum legst, dein Ziel aufschreibst, dann wirst du diese Kraft aufbauen.
Schon bald wirst du der Typ sein, der seine Gewohnheiten kontrolliert und nicht der Typ, der von ihnen kontrolliert wird. Lösung: Fang klein an. Wähle eine Sache aus, die du nicht tun möchtest, und tue sie trotzdem. Baue tägliche Disziplin auf. Belohne dich dafür, dass du es erledigt hast, nicht dafür, Schmerz vermieden zu haben. Sprich mit dir selbst wie ein Anführer. Ich breche keine Versprechen, die ich mir selbst gebe. Denn der Tag, an dem du deine Willenskraft meisterst, ist der Tag, an dem du die Kontrolle über dein Leben übernimmst. Lektion 9. Vergleiche zerstören dich. Lass mich das ganz klar sagen. Wenn du dich ständig mit anderen vergleichst, wirst du niemals glücklich sein. Niemals. Weißt du, warum die meisten Menschen ihr Leben hassen? Weil sie mehr Zeit damit verbringen, das Leben anderer Menschen zu beobachten, als ihr eigenes aufzubauen. Du gehst auf Instagram und siehst jemanden mit einem besseren Körper, einem besseren Auto, einem besseren Haus. Du siehst jemanden, der besser Deutsch spricht, mehr Aufrufe bekommt, mehr Likes bekommt, mehr Geld verdient. Und du fängst an, dich selbst zu hassen. Du beginnst zu denken, was stimmt nicht mit mir? Warum kann ich nicht so sein wie sie? Warum ist ihr Leben perfekt und meines ein Chaos? Aber hier ist die Wahrheit. Du vergleichst dein Leben hinter den Kulissen mit ihrem Highlight Reel. Du siehst 15 Sekunden ihres Lebens und vergleichst sie mit deinen 24 Stunden. Du siehst ihre Zusammenbrüche nicht, ihre Schmerzen nicht, ihre Einsamkeit nicht, ihre Misserfolge nicht. Du siehst nicht die 100 Nächte, in denen sie geweint haben, oder die 1000 Male, in denen sie gefallen sind. Und trotzdem lässt du zu, dass Vergleiche dein Selbstvertrauen zerstören. Lass mich dir etwas Ungefiltertes sagen. Der schnellste Weg, deinen Fortschritt zu zerstören, besteht darin, ihn mit dem Erfolg eines anderen zu vergleichen. Du hast deinen eigenen Weg, deine eigene Zeit, deine eigenen Kämpfe, dein eigenes Schicksal. Wenn eine Sonnenblume und eine Rose anfangen würden, ihre Größe und ihre Farben zu vergleichen, würden beide vergessen, wie schön sie sind. Hör auf, nach links und rechts zu schauen. Schau geradeaus. Dein Rennen ist mit dir selbst. Lösung: Entfolge Menschen, die dir das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Konzentriere dich auf deinen Weg. Verfolge dein Wachstum seit letztem Monat, nicht das von jemand anderem heute. Ersetze Vergleiche durch Inspiration. Lerne von ihnen, aber hasse dich nicht selbst, denn du wurdest nie geboren, um wie sie zu sein. Du wurdest geboren, um besser zu sein als die Person, die du gestern warst. Lektion 10. Nimm keine Ratschläge von Menschen an, die es nie getan haben. Nicht jeder, der Ratschläge gibt, ist qualifiziert zu sprechen. Wenn du ein Haus bauen möchtest, fragst du nicht den Mann, der unter einem kaputten Dach lebt. Wenn du lernen möchtest, wie man reich wird, frag nicht deinen armen Freund. Wenn du fließend Deutsch sprechen möchtest, frag nicht denjenigen, der Angst hat, den Mund aufzumachen. Frag denjenigen, der es getan hat, der es gelebt hat, der gescheitert ist und danach gewonnen hat. Das Internet ist voller Menschen, die reden, aber die meisten von ihnen sind nur Lärm. Worte ohne Erfahrung. Meinungen ohne Schmerz. Lass nicht zu, dass diese Menschen deinen Weg verwirren. Du bist der Fahrer deines Lebens. Nimm keine Wegbeschreibung von jemandem an, der niemals gefahren ist. Zum Beispiel sagt dein Onkel: Gründe kein Unternehmen. Das ist riskant. Aber hat er jemals eines gegründet? Nein. Er hat sein ganzes Leben lang von 9 bis 5 gearbeitet.
Warum solltest du also jemandem zuhören, der diesen Weg niemals gegangen ist? Lösung: Frag dich selbst, hat diese Person erreicht, was ich erreichen möchte? Wenn ja, hör aufmerksam zu. Wenn nicht, danke ihr und geh weiter. Sei nicht unhöflich, aber sei auch nicht naiv. Beschütze deine Vision. Denn ein falscher Ratschlag von der falschen Person kann deinen Traum um 10 Jahre verzögern. Lektion 11. Wähle dich selbst. Diese Welt wird dich nicht auswählen. Sie werden nicht für dich klatschen, bis es zu spät ist. Sie werden nicht an dich glauben, bis du es bereits geschafft hast. Sie werden dich nicht unterstützen, wenn du sie am meisten brauchst. Also, was solltest du tun? Wähle dich selbst. Hör auf Erlaubnis zu warten. Hör auf, darauf zu warten, dass jemand sagt, du seist gut genug. Hör auf einen Anruf, eine Nachricht, eine Chance, eine Bühne, einen Partner oder einen Glückstreffer zu warten. Wähle dich selbst, denn du bist nicht hier, um ausgewählt zu werden. Du bist hier, um zu erschaffen, zu führen und zu gewinnen. Die erfolgreichsten Menschen der Welt haben nicht gewartet. Sie haben angefangen. Sie haben nicht um Anerkennung gebettelt, sie haben sich selbst anerkannt. J.K. Rowling wurde 12 Mal abgelehnt, bevor Harry Potter veröffentlicht wurde. Was wäre gewesen, wenn sie darauf gewartet hätte, dass jemand an sie glaubt? Sie hat sich selbst gewählt und die Welt ist ihr gefolgt. Lösung: Schreibe deinen eigenen Namen auf die Gelegenheit. Starte diesen YouTube-Kanal. Beginne dieses Buch. Starte diesen Podcast. Bewirb dich, auch wenn du dich nicht bereit fühlst. Sag dir selbst, ich brauche niemanden, der mich auswählt. Ich wähle mich selbst jeden einzelnen Tag. Denn die Welt kann jemanden nicht ignorieren, der so stark an sich selbst glaubt, dass es unmöglich wird, ihn nicht zu bemerken. Lektion 12. Kein Risiko, keine Geschichte. Du möchtest eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden? Dann verstehe diese Wahrheit. Du erreichst keine Größe ohne Risiko. Kein erfolgreiches Leben wird in der Komfortzone aufgebaut. Kein mächtiger Mann wurde mächtig, indem er auf Nummer sicher ging. Du wirst niemals ein legendäres Leben aufbauen, indem du wie alle anderen handelst. Jede Person, die du bewunderst, jeder Champion, jeder Milliardär, jede Inspiration, sie alle mussten etwas riskieren, ihr Geld, ihre Zeit, ihren Komfort, ihre Sicherheit, ihren Frieden. Und viele Male riskierten sie ihr Herz. Aber weißt du was? Ohne Risiko wird dein Leben ruhig, still, vorhersehbar, sicher und leer. Denn am Ende deines Lebens wird sich niemand daran erinnern, wie sicher du gespielt hast. Sie werden sich daran erinnern, was du erschaffen hast, was du gewagt hast, was du aufgebaut hast. Beispiel: Du hast Angst vor Menschen Deutsch zu sprechen, weil sie lachen könnten, also sprichst du nie. Und Jahre vergehen. Und du sprichst immer noch nicht. Aber was wäre, wenn du einmal den Mund aufmachen würdest und dein Leben verändern würdest? Was wäre, wenn ein Moment des Mutes dir 10 Jahre Belohnung bringen könnte? Lösung: Gehe heute ein Risiko ein. Sprich, bewirb dich, veröffentliche etwas, baue etwas auf. Schreib diese Nachricht. Frag dich, was ist das Schlimmste, das passieren könnte? Dann frag dich, was, wenn es tatsächlich funktioniert? Denn ohne Risiko gibt es kein Abenteuer, kein Feuer, kein Wachstum, keine Geschichte. Also hör auf, dich zu verstecken, sei derjenige, der es gewagt hat. Sei derjenige, der gesprungen ist. Sei derjenige mit den Narben, nicht derjenige mit den Reuegefühlen. Lektion 13. Die Uhr tickt. Und es ist ihr egal, ob du nicht bereit bist. Lass mich es laut und deutlich sagen. Die Zeit wartet nicht auf dich. Die Uhr wird nicht langsamer, weil du müde bist.
Sie hält nicht an, weil du verwirrt bist oder Angst hast oder auf den richtigen Moment wartest. Das Leben läuft weiter. Jede Sekunde, die dir durch die Finger gleitet, ist eine Sekunde, die du niemals zurückbekommst. Und das Schlimmste ist, du wirst nicht einmal merken, wie viel Zeit du verloren hast, bis du eines Tages 10 Jahre älter aufwachst, vor dem Spiegel stehst, Tränen in den Augen hast und fragst, was zum Teufel ist mit meinen Träumen passiert? Du bist nicht zu jung, du bist nicht zu alt, du bist nicht zu beschäftigt, du erfindest nur Ausreden. Lass mich dir etwas fragen, wann wirst du endlich aufhören, anderen beim Gewinnen zuzusehen und anfangen, dein eigenes Leben zu erschaffen? Wirst du deine Träume in deinem Kopf verrotten lassen, bis sie still sterben? Oder wirst du aufstehen, in den Spiegel schauen und sagen, keine Zeitverschwendung mehr, ich werde die Person werden, als die ich geboren wurde? Weißt du, was beängstigender ist als Scheitern? Reue. Dieser Schmerz wird für immer wie ein scharfes Messer in deiner Brust bleiben. Also hör mir genau zu. Hör auf, so zu tun, als hättest du ewig Zeit. Hast du nicht? Die Uhr tickt. Und deine Zeit ist jetzt. Lektion 14. Niemand kümmert sich. Und genau das ist deine größte Stärke. Das könnte dich hart treffen, aber du musst es hören. Niemand kümmert sich um deine Probleme. Niemand kommt, um dich zu retten. Niemand fühlt deinen Schmerz so, wie du ihn fühlst. Du wartest auf Mitgefühl. Vergiss es. Die Menschen sind zu beschäftigt damit, ihre eigenen Kämpfe zu führen. Sie hören dir ein paar Sekunden zu, nicken mit dem Kopf und gehen weiter. Das ist die Wahrheit. Aber hier kommt die Wendung. Diese Wahrheit ist deine Stärke. Denn wenn sich niemand kümmert, dann bist du frei zu tun, was immer du verdammt nochmal tun willst. Du bist frei zu scheitern. Es erneut zu versuchen, dumm auszusehen, zu fallen und wieder aufzustehen. Du brauchst keine Anerkennung, du brauchst keine Erlaubnis, du brauchst nur eine Sache. Dich selbst. Willst du weinen? Dann weine. Aber sitz nicht einfach da. Wisch deine Tränen weg. Balle deine Fäuste und erhebe dich wie ein Krieger. Nutze diesen Schmerz, verwandle ihn in einen Zweck. Nimm diese Einsamkeit und verwandle sie in Kraft. Niemand kümmert sich, aber du kümmerst dich, und das ist es, was zählt. Also baue dein Leben so auf, als würde niemand zuschauen. Denn weißt du was? Sie tun es nicht. Lektion 15. Warum nicht jetzt? Menschen sagen immer, ich fange nächste Woche an, nächsten Monat, nächstes Jahr. Aber lass mich dir etwas fragen. Was wird sich zwischen jetzt und dann verändern? Wirst du plötzlich motivierter sein? Wird das Leben einfacher werden? Wird die Angst verschwinden? Nein. Die Wahrheit ist, wenn du jetzt nicht anfangen kannst, wirst du wahrscheinlich niemals anfangen. Du wartest ständig auf den perfekten Zeitpunkt. Aber lass mich dir sagen, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Das Leben ist immer chaotisch. Dein Verstand wird immer einen Grund finden, aufzuschieben. Aber jede Sekunde, die du wartest, verblassen deine Träume ein kleines Stück mehr. Stell dir vor, wie sich deine Ziele langsam in Staub verwandeln, nur weil du gewartet hast. Lektion 15. Warum nicht jetzt? Die Welt wartet nicht. Chancen warten nicht. Die Zeit wartet nicht. Warum also tust du es? Du willst deine Fitnessreise beginnen? Fang jetzt an, du willst Englisch lernen? Fang jetzt an, du willst dein Leben verändern? Fang jetzt an. Nicht nächsten Montag, nicht nächstes Neujahr. Jetzt. Denn wenn du jetzt einen kleinen Schritt machen kannst, nur einen, dann könnte das der Anfang eines völlig neuen Lebens sein. Also sag mir, warum nicht jetzt?
Nenne mir einen einzigen überzeugenden Grund und du wirst keinen finden. Fang jetzt an. Lektion 16. Wenn dir dein Leben nicht gefällt, erschaffe eine neue Version. Schau dich um. Ist das Leben, das du wolltest? Wachst du mit Feuer in deiner Brust auf? Oder schleppst du dich jeden Tag durch den Tag, tust so, als wärst du glücklich, während du innerlich zerbrichst? Sei ehrlich. Du hast deine Routine, deinen Job, deine Gewohnheiten, deine Energie. Aber du machst jeden Tag immer noch dasselbe und erwartest, dass sich etwas ändert. Das ist Wahnsinn. Hier ist die Wahrheit. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Du bist kein Baum. Du bist nicht festgewachsen. Du kannst dich bewegen. Du kannst dich weiterentwickeln. Du kannst neu aufbauen. Wenn sich das Leben, das du führst, falsch anfühlt, dann brenne es nieder und fang von vorne an. Ändere deine Frisur, ändere deine Gewohnheiten, ändere deine Freunde, ändere deine Umgebung, ändere die Art, wie du denkst. Hör auf zu kopieren, was alle anderen tun und beginne deine eigene Version des Lebens aufzubauen. Du musst nicht auf einen Zusammenbruch warten. Du musst nicht warten, bis du ganz unten angekommen bist. Du musst dich nur jetzt entscheiden. Du bist kein Opfer, du bist ein Künstler. Das Leben ist eine Leinwand. Erschaffe deine neue Version. Mach sie kraftvoll, mach sie schön. Mach sie unvergesslich. Lektion 17. Erwartungen. Das Gefängnis der Träume. Lass mich dir von meinem Freund Nick erzählen. Er ist einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne. Gut in der Schule, gut im Sprechen, hatte immer große Träume. Aber weißt du was? Er steckt in einem 9 bis 5 Job fest, den er hasst. Er wacht müde auf und geht frustriert ins Bett. Jeder Tag fühlt sich an wie eine Kopie des vorherigen. Er sagte zu mir: Bruder, das ist nicht das, was ich wollte. Ich fragte ihn: Warum machst du es dann? Und er sagte: Weil meine Familie es erwartet, weil die Gesellschaft es erwartet, weil die Leute lachen werden, wenn ich gehe. Lass es mich direkt sagen: Erwartungen werden deinen Geist zerstören. Menschen werden eine Kiste um dein Leben bauen und sagen: Bleib hier, träume nicht zu groß, versuch nichts Neues, sei vorsichtig. Aber hier ist die Wahrheit: Ihre Erwartungen sind nicht dein Schicksal. Wenn du dein Leben nur lebst, um andere glücklich zu machen, wirst du am Ende dich selbst hassen. Du wirst in der Öffentlichkeit lächeln und in deinem Zimmer weinen. Du wirst dich wie ein Gefangener in deinem eigenen Körper fühlen. Ist das Leben, das du willst? Du wurdest nicht geboren, um den Traum eines anderen zu erfüllen. Du wurdest geboren, um deinen Traum zu verfolgen. Und manchmal bedeutet das, andere zu enttäuschen. Manchmal bedeutet das, Nein zu sagen. Manchmal bedeutet das, allein zu gehen. Also brich die Ketten, leg die Maske ab, hör auf, für andere zu leben und fang an, für dich zu leben. Das ist dein Leben. Nicht das deiner Eltern, nicht das deiner Verwandten, nicht das der Gesellschaft. Deins. Lektion 18. Dein Schmerz ist deine Kraft. Nur wenn du aufhörst, ihn zu verstecken. Du hast Dinge durchgemacht. Vielleicht hast du nie jemandem davon erzählt. Vielleicht weinst du im Stillen. Vielleicht wissen die Menschen nicht, wie sehr du in deinem Inneren leidest. Vielleicht wurdest du verraten. Vielleicht bist du gescheitert. Vielleicht haben sie über dich gelacht, dich abgelehnt, dich ignoriert. Und jetzt läufst du mit diesem schweren Herzen herum und tust so, als wäre alles in Ordnung. Aber das ist es nicht. Du weißt es. Ich weiß es. Lass mich dir etwas sagen. Dieser Schmerz in dir kann dich zerstören oder er kann dich aufbauen. Du entscheidest. Die meisten Menschen laufen vor Schmerz davon. Sie vermeiden ihn.
Sie verstecken ihn hinter falschem Lächeln und Ablenkungen, aber die stärksten Menschen der Welt nutzen ihn. Sie nehmen diesen Schmerz und verwenden ihn als Treibstoff. Sie sagen: Weißt du was? Dieses Leiden hat mich stärker gemacht. Dieser Herzschmerz hat mir Selbstachtung beigebracht. Dieses Scheitern hat mich gelehrt zu wachsen. Schäme dich nicht für deinen Schmerz. Sei stolz darauf. Du hast überlebt. Du atmest immer noch. Das bedeutet, dass du stärker bist als alles, was versucht hat, dich zu brechen. Verwandle deinen Schmerz in Kunst, in Disziplin, in Motivation, in eine Stimme, die dir sagt: Ich werde nie wieder zulassen, dass mich jemand glauben lässt, ich sei nichts wert. Du bist nicht kaputt. Du wirst nur zu etwas Kraftvollem neu aufgebaut. Merke dir das. Die dunkelsten Nächte bringen die hellsten Sterne hervor. Lass den Schmerz dich schärfen, nicht zum Schweigen bringen. Lektion 19: Lass deine Ablenkungen verhungern und nähere deinen Fokus. Im Moment leben zwei Wölfe in deinem Kopf. Der eine heißt Ablenkung, der andere heißt Fokus. Derjenige gewinnt, den du mehr fütterst. Jedes Mal, wenn du stundenlang auf deinem Handy scrollst, tratscht, zu viel nachdenkst oder ohne Grund Serien schaust, fütterst du die Ablenkung, und je mehr du sie fütterst, desto schwächer werden deine Träume. Dein Gehirn wird träge. Deine Motivation verschwindet. Du beginnst, Lügen zu glauben wie: Ich mache es morgen. Oder: Jetzt ist es sowieso zu spät. Aber lass mich dich etwas fragen. Wie lange willst du noch deine eigene Zukunft verraten, nur um heute ein wenig Komfort zu haben? Du willst Erfolg? Du willst jemand werden, auf den dein jüngeres Ich stolz sein kann? Dann lass diese Ablenkungen verhungern. Schalte dein Handy aus. Trenne dich von toxischen Menschen. Sage Nein zu jeder nutzlosen Einladung. Setze Grenzen wie ein Krieger. Und dann setz dich hin und nähre deinen Fokus. Lies, arbeite, lerne, baue auf, scheitere. Versuche es erneut. Fokus ist nicht natürlich. Er wird trainiert wie ein Muskel. Je mehr du ihn benutzt, desto stärker wird er. Stell dir vor, wenn du nur ein Jahr lang deinen vollen Fokus gibst, 365 Tage voller Einsatz, wird dein Leben völlig anders aussehen als heute. Das ist keine Magie. Das ist Mathematik. Das ist Disziplin. Das ist Realität. Lass den Wolf verhungern, der dich zerstört. Füttere den Wolf, der dich aufbaut. So gewinnst du. Lektion 20: Das Leben schuldet dir nichts. Also kämpfe für alles. Lass es mich auf die direkteste und härteste Weise sagen. Die Welt interessiert sich nicht für dein Potenzial, sie belohnt nur deine Leistung. Du magst ein guter Mensch sein, du magst ein großes Herz haben, du magst Träume haben, aber wenn du nicht arbeitest, wenn du nicht erscheinst, wenn du deinen Wert nicht beweist, wird das Leben dich ignorieren. Das ist die Wahrheit. Du willst Erfolg? Niemand wird ihn dir schenken. Es kommt keine Fee. Kein Geist aus der Lampe. Kein perfekter Zeitpunkt. Alles liegt an dir. Du musst aufhören, um Hilfe zu weinen, und anfangen, wie verrückt zu kämpfen. Hör auf zu warten, dass jemand an dich glaubt. Werde jemand, an den du selbst glaubst. Dieser Hunger, dieses Feuer, diese Wut aufzusteigen. Sie muss von innen kommen. Niemand wird sie für dich fühlen. Ja, das Leben ist unfair. Ja, du wirst mehr leiden müssen als andere. Ja, manche Menschen haben mehr Privilegien. Na und? Wirst du einfach da sitzen und dich beschweren? Oder wirst du aufstehen und sagen: Es ist mir egal, wie schwer es wird. Ich werde es schaffen. Dieses Leben ist kein Geschenk. Es ist ein Schlachtfeld. Du kämpfst entweder oder du stirbst langsam. Also wache jeden Tag mit dieser Einstellung auf. Das Leben schuldet mir keinen einzigen verdammten Gefallen.
aber ich werde trotzdem alles nehmen, was ich verdiene. Ich werde härter arbeiten, ich werde mehr leiden, ich werde früher erscheinen, ich werde weitermachen, wenn alle anderen aufgeben. Und eines Tages, wenn sie mich fragen, wie hast du das geschafft? Dann werde ich lächeln und sagen, ich habe aufgehört zu erwarten, dass das Leben einfach ist. Und ich habe angefangen, mehr von mir selbst zu verlangen. Du willst eine Krone? Dann verdiene sie mit Blut, Schweiß und Besessenheit. Das ist der Preis. Bezahle ihn. Jetzt hör mir zu. Vielleicht schaust du das gerade an und tief in deinem Inneren kämpfst du. Vielleicht ist es nicht nur eine Sache. Vielleicht fühlt sich alles schwer an. Dein Geld ist knapp, dein Geist ist müde. Deine Gesundheit ist nicht in Ordnung. Deine Beziehungen zerbrechen und du versuchst einfach nur zu überleben. Vielleicht weiß niemand, wie sehr du leidest. Vielleicht lächelst du nach außen hin, aber weinst jede Nacht in deinem Herzen. Vielleicht fühlst du dich wie ein Versager, als würde nichts funktionieren. Du denkst, wann wird es endlich besser werden? Lass mich dir das sagen wie ein großer Bruder, wie jemand, der durchs Feuer gegangen ist und gesehen hat, wie andere aus ihrer eigenen Asche aufgestanden sind. Alles wird in Ordnung kommen. Ich sage das nicht, um dir falsche Hoffnung zu machen, ich sage es, weil ich es gesehen habe. Es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Der Tunnel mag lang sein, er mag dunkel sein, er mag endlos erscheinen, aber da ist Licht. Du darfst nur nicht aufhören, weiterzugehen. Egal, wie gebrochen du dich fühlst, egal, wie lange es dauert. Du bist noch nicht am Ende. Deine Geschichte hat noch mehr Kapitel. Deine Zukunft hat noch mehr zu bieten. In dir steckt mehr, als du jemals geglaubt hast. Deine schlimmsten Tage sind nicht das Ende. Sie sind der Anfang einer stärkeren, klügeren und mächtigeren Version von dir. Und ich möchte, dass du mir jetzt zuhörst. Wenn du keinen Traum hast, dann finde einen. Du brauchst keinen perfekten Plan. Du brauchst nur einen Traum, der dich lebendig fühlen lässt. Einen Grund aufzuwachen. Etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Sobald du diesen Traum hast, beschütze ihn. Verfolge ihn. Baue ihn mit deinen eigenen Händen auf. Lerne jeden Tag. Wachse jeden Tag. Arbeite hart, auch wenn niemand für dich applaudiert. Sei besessen von Wissen, von Disziplin, von deiner Mission. Verschwende keine Zeit damit, darüber nachzudenken, was mit der Welt nicht stimmt. Konzentriere dich auf das, was in dir richtig ist. Und vergiss niemals das. Du hast keine Ahnung, wozu du fähig bist. Du denkst, du bist schwach. Bist du nicht. Du denkst, du bist zu spät dran. Du wärmst dich gerade erst auf. Du denkst, es ist zu spät. Ist es nicht. Du denkst, niemand glaubt an dich. Ich glaube an dich. Du bist mächtiger, als du es dir vorstellen kannst. Du bist nicht nur ein Mensch, du bist ein Sturm, der darauf wartet, aufzusteigen. Und wenn du es endlich tust, wird die Welt dich schockiert ansehen und sagen, wo kommt diese Person plötzlich her? Und du wirst sagen, ich komme aus dem Feuer. Ich komme aus dem Schmerz. Ich komme vom tiefsten Punkt meines Lebens. Und ich habe es geschafft. Also richte jetzt dein Herz auf. Richte deine Haltung auf. Wisch deine Tränen weg und fang wieder an zu gehen. Denn deine Zukunft wartet auf dich. Deine Größe wartet auf dich. Dein Traum wartet auf dich. Und es ist Zeit, ihn dir zu holen. Danke, dass du dieses Video angesehen hast. Handle heute, nicht morgen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleib stark.